Hallo meine Freunde, heute gibt es mal wieder ein Video zum Peugeot 206. Der hat folgendes Problem. Macht man die Beifahrertür auf, gibt es ein wunderschönes Knackgeräusch. Das Geräusch kommt von diesem Fangband. Und da müssen wir mal nachschauen. Dummerweise muss man zum Wechsel oder zur Kontrolle des Fangbands die ganze Innenverkleidung ausbauen. Um die Verkleidung auszubauen, fahre ich erstmal das Fenster ganz runter. Und dann machen wir auch die Batterie weg, dann kann nämlich nichts mehr passieren. Also gerade hier Schnellverschluss abziehen, zur Seite legen. Wieder von oben her das Dreiecksfenster hier aus. Und mit einem Griff geht es raus. Normalerweise hätte der da drin befestigt sein sollen. Bei mir ist es nicht abgesprungen. Das heißt, der letzte Monteur hatte den nicht richtig reingemacht. Dann vorsichtig da hinten Stecker abziehen. Dann habt ihr den in der Hand. So, der Hochtöner hat hier so einen Bajonettverschluss. Normalerweise hätte er hier so verdreht drin sein sollen. Und dann wird das Kabel gesteckt und danach kommt das Dreiecksfenster drauf. In der Griffschale ist eine kleine Schraube, Torx 20. Dann drehen wir die mal raus. Und dann könnt ihr hier so vorsichtig mit dem Kunststoffinstrument runter und die Schale aushebeln. Dann müsst ihr hier unter die Griffschale im vorderen Bereich, immer die Griffschale langsam, ihr seht, jetzt kommt sie. Natürlich bleibt der Griff drin. So langsam kommt sie. Das werden wir jetzt auch noch irgendwie rauskriegen. Okay. Hier unten in der Nähe des unteren Scharniers ist noch eine Torx 20 Schraube. Und die zweite sitzt hier oben drin. Deswegen mussten wir auch die Dreiecksblende abnehmen. Und dann langt er langsam unter die Verkleidung, sucht die Klipse und dort, wo es ein bisschen Widerstand hat, wird dran gelangt und dann fliegen die schon von allein raus. So, wenn ihr die alle habt, da hinten muss noch einer sein oder eine Schraube. Ja, da war noch einer. Und da oben ist auch noch einer. Wenn ihr die alle habt, geht das Ding nach oben raus. Und ich habe das Teil. Dann könnt ihr diese Stöpsel hier rausziehen, weil die Folie hier ist noch drunter geklemmt unter die Stöpsel. In der Folie werden wir uns jetzt noch ein bisschen amüsieren. Hier ist noch ein zweiter Stöpsel. Um die Dämmfolie abzuarbeiten, ist es am besten, man arbeitet mit Wärme, weil die ist hier überall verklebt. Und dann halt ganz vorsichtig abziehen und schauen, dass sie überlebt. Bevor wir das Fangband lösen, müssen wir bedenken, dass die Tür nachher gegen den Kotflügel stoßt. Also müsst ihr hier mal schön weichen Gummi drunter setzen, dass da nichts passieren kann. Das Fangband hat zwei Stehbolzen, die hier außen mit Muttern gesichert sind. Die haben 10er Schlüsselweite. Die machen wir zuerst lose. Eine. Das war mal die erste. Und nach 20 Umdrehungen haben wir auch die Hosen. Eine ganz, aber die hängt lose. Und das ist das zweite Schräubchen. An der A-Säule ist eine Torx-Schraube. Torx, was war das, 40? Jetzt hat sich die Tür schon bewegt, jetzt wird das Fangband lose. So, dann haben wir auch die Torx 40 Schraube. Jetzt muss ich da reingreifen
und das Fangband nach unten rausnehmen. Seht ihr? Der müsste hier durchstecken. Das war der ganze Defekt. Offensichtlich ist der Fehler auch schon bekannt, weil der Bolzen hat sich hier nach oben rausgearbeitet. Und der neue ist hier mit einer Lasche gesichert, damit er nicht nach oben raus kann. Der alte ging raus, sollte der neue auch reingehen. Also ich führe ihn mal hier hoch. Natürlich beliebig eng da oben drin. Und da ist er schon drin. Jetzt setze ich gleich mal so ein Mütterchen drauf. Auch das obere, dann kann er schon mal nach innen wegfallen. Hat man schon mal so weit gewonnen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir den da hinten hinkriegen. Müssen wir die Tür wahrscheinlich ein Stückchen zumachen. Mit der kleinen Ratsche kann ich die auch mal vorsichtig ein bisschen anziehen. So, ich setze die Torx-Schraube schon mal an. Jetzt muss aber die Tür ein Stückchen zu, bis die greift, weil das Fangband wird nicht ganz am Anschlag sein. Und dann haben wir sie getroffen. Den gibt er 10 Newtonmeter, das reicht für die. Das sind ja nur 6er Schräubchen. Und die 10. Die Torx-Schraube könnt ihr dann mit 20 bis 25 Newtonmeter anziehen. Und 20. Bevor dem ersten Versuch müssen wir das Band noch ein bisschen fetten. Das bekommt Molybdendisulfidfett. Wir können die ganzen Gummis wieder raus, wir haben hier ein Fangband. Da ist auch nichts passiert, klasse. Machen wir mal einen Versuch. Hört sich doch schon ganz anders an, oder? Gucken auch, ob der Maximalanschlag funktioniert. Alles klasse. Beim Einsetzen der Folie müsst ihr euch an den 2 viereckigen Löchern orientieren. Dann passt sie wieder. Die müssen genau fluchten zu den Stöpseln. Und mit den Stöpseln könnt ihr das dann gleich mal in der Position fixieren. Den Kleber könnt ihr mit dem Heißluftföhn wieder etwas aktivieren. Und dann gut andrücken. So allmählich wird es was. Den kleinen Riss hier reparieren wir mit ein bisschen Panzertape. Bevor wir die Verkleidung montieren, markieren wir, wo wir nachher für die Stöpsel drücken müssen. Machen wir gerade ein Klebeband hier drauf und gut ist. Damit die Stöpsel besser reinrutschen, können wir sie hier mit so ein bisschen Kunststoffschmierfett einstreichen. Dann setzt er die Verkleidung von oben her kommend an. Kommen wir sie schön durch den Stöpsel durch. Da hinten in die Not. So, und jetzt drückt er genau da, wo wir markiert haben, drauf. Einer. 2, 3. Immer von oben nach unten arbeiten, also kommt der als nächster. Der hat auch schön gesessen. Und da wird es jetzt am schwierigsten, weil die da unten drunter diese Verkleidung haben. Der saß auch und der auch. Dann kommt hier die eine Schraube wieder rein. Und die zweite war hier unten am Rahmen. Bei 3 Schrauben kann man die jetzt auch schon anziehen. Ich habe von 3 gesprochen, weil die dritte Schraube war hier in der Griffschale. Die Griffschale dann erstmal runterdrücken, wenn sie sitzt, mit der Schraube sichern. Das war jetzt die dritte von der Tür. So, auch bei diesen Widerhaken, damit die nicht brechen, kann so ein kleiner Hauch Fett nicht schaden. Dann rutschen die Zungen nämlich viel besser in Position. Beim Einsetzen geht es jetzt genau umgekehrt. Ihr müsst erst die hinteren Haken treffen. Also erst müssen die rein und dann kommt der vordere rein. Genau andersrum hatten wir sie rausgeholt. Und der Türgriff ist wieder in Position.
Auch diese Verkleidung ist jetzt reinweg nur geklippt, also wieder schön auf die Haken ein bisschen was drauf machen. Auf diese Führungen, die müssen auch reinrutschen. Und bevor wir die Verkleidung montieren, müssen wir natürlich das Käbelchen hier einstecken. Da haben wir nicht allzu viel Platz, das hat auch eine Vorzugsrichtung. Hier ist eine Schräge, die muss hier natürlich wieder an die entsprechende Stelle von dem Schrägen rein. Jetzt hat es sich noch ein bisschen gedreht beim Rein. Drehen wir wieder zurück. Jetzt passt. Jetzt müsst ihr mit der Verkleidung von unten her ansetzen. Und unten kommt sie erst in die Haken und dann wird sie einfach nur hinterher gedrückt. Dann können wir auch die Batterie wieder dran machen. Einfach den Pluspol wieder drauf. Ihr seht, wie viele Steuergeräte jetzt wieder angesprungen sind. Deswegen hatten wir das weggemacht, dass da nicht die ganze Zeit irgendwas piepst oder Strom verbraucht wird. Können wir auch das Fenster wieder hochfahren, wenn es geht. Tut ohne Probleme, da haben wir noch ein bisschen versaut mit dem Fett, putzen wir noch. Und dann ist gut. Wir haben es geschafft. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.